Ich bin die Sarah, ich bin 24 Jahre alt und habe Mukoviszidose. Und ja, ich habe den Simeox erstmalig im Krankenhaus stationär getestet und bin von Anfang an eigentlich sehr gut damit zurechtgekommen. In der Zeit, wo ich den Simeox genutzt habe, ging es mir schon sehr schlecht von der Lunge her. Ich stand auf der Warteliste für eine Transplantation. Habe den also einen Zeitraum genutzt, vor allem vor der Transplantation, und er hat mir da wirklich sehr viel Erleichterung ermöglicht. Einfach aus dem Grund, weil mir einfach die Kraft gefehlt hat, das ganze Sekret wirklich zu lockern und abzuhusten, weil ich schon so schwach war, dass ich das kaum noch geschafft habe, auch mit den, sage ich mal, herkömmlichen Mitteln nicht. Also ich habe viel mit dem PEP-System gearbeitet oder ganz normale autogene Drainage. Aber das war für mich alles schon immer so anstrengend, dass ich das nicht lange durchhalten konnte, bis ich das Sekret sozusagen wirklich rausbekommen habe. Und das war mit dem Simeox tatsächlich deutlich einfacher. Es war zwar auch immer noch anstrengend für mich, eben weil es mir schon so schlecht ging, aber es war deutlich effektiver und dadurch konnte ich wieder Sekret mobilisieren und auch tatsächlich abhusten. In der Hinsicht hat mir das Gerät auf jeden Fall sehr geholfen. Und auch von der Handhabung war es eigentlich sehr einfach. Man kann ja individuell einstellen, wie viel wie stark das Gerät ja eben ja, saugt, nenne ich es mal. Dadurch kann man auch ein bisschen variieren, je nachdem, wo das Sekret in der Lunge gerade sitzt. Und am Anfang musste ich mich so ein bisschen daran gewöhnen, mich quasi in der Ausatmung fallen zu lassen, die Ausatmung wirklich rein passiv zu machen, weil man das eben sonst nicht so gewöhnt ist. Aber das hat eigentlich sehr schnell funktioniert. Nach ein paar Mal Testen war das gar kein Problem mehr. Und dann ja, war das sehr angenehm. Und ähm, ich habe das Gerät dann auch zu Hause weiter genutzt. Und auch da hat es mir einfach, wie gesagt, geholfen, vor allem, weil es eben nicht so anstrengend war, dass ich überhaupt die Kraft hatte, mit dem Gerät zu arbeiten und dadurch letztendlich auch einen gewissen Zeitvorteil hat, weil wenn man dann mit anderen Mitteln arbeitet, dauert das einfach deutlich länger meinem Empfinden nach, bis sich das Sekret mobilisiert. Das geht mit dem Simeox doch deutlich besser, zumindest bei mir war das so. Und ja, deshalb war ich vor der Transplantation echt sehr dankbar über dieses Gerät. Jetzt nach der Transplantation benötige ich es natürlich nicht mehr, weil ich auch einfach kein Sekret mehr in dieser Lunge habe. Und ja, das war es eigentlich.